Wir konnten vor kurzem einen Crash bei Bitcoin sehen, eine kleine Krise, und Raoul erklärt, dass es ganz typisch ist, dass Anleger Gewinne mitnehmen, besonders wenn die Kurse ihre Höchststände erreichen oder darüber hinausgehen. So the real price action hasn't happened yet. No Right. banana This is zone? We're But when, pre-banana Raoul? zone? Aren't you? When does it When? start? When? Und Raoul beobachtet, dass Besitzer von Langzeit-Wallets, von Bitcoin-Langzeit-Wallets ebenfalls beginnen, einige ihrer Gewinne zu realisieren. Das geschieht besonders häufig vor dem Halving, vor dem Bitcoin-Halving, zu dem es in den nächsten paar Wochen kommen wird. It's pretty common around the all-time highs that, people take some chips off the table. We're seeing long-term wallet addresses taking some chips off the table. It's pretty common. Yeah. Ahead of the halving. Nach diesem Ereignis tritt der Markt gewöhnlich in eine Phase ein, die Raoul als die Banana Zone bezeichnet, also wo es alles total verrückt wird. Er betont, dass dies der Moment ist, in dem die wirkliche Preisbewegung einsetzt, im Kryptowährungsmarkt und natürlich auch bei Bitcoin. Und laut Pell hat die eigentliche Preisaktion jedoch noch nicht begonnen. Then it normally goes into what I refer to as the banana zone. And that's when you get the real price action. So the real price action hasn't happened yet. Zwar gab es kürzlich einen Crash bei Bitcoin und den Kryptowährungen, doch laut dem Makroexperten Raoul kommt bald das größte Geschenk für die Privatanleger, für die Einzelinvestoren, für uns. Die Daten des aktuellen Halvings sind laut Raoul fast identisch mit den letzten 3 Halvings. Raoul warnt, dass die Preise bald steigen werden und er rät eindringlich, kaufe und vor allem vermassle es nicht. Raoul glaubt ebenfalls, dass die meisten Privatanleger wie eine Glockenkurve sind und viele sich in der Mitte befinden, ohne eine Entscheidung zu treffen, weil sie zu viel nachdenken. Sein Vorschlag lautet, schau nicht auf die Charts, überdenke nichts, kaufe einfach und halte die Positionen, bis die Preise steigen und du viel Geld verdienen kannst. Doch zur Erinnerung, das ist keine Finanzberatung. Mach deine eigene Recherche, bevor du finanzielle Entscheidungen triffst. Aber was Raoul gesagt hat, ist sehr entscheidend. Raoul entdeckte im Jahr 2020 eine aufschlussreiche Grafik, die die Anzahl der aktiven Wallets im Kryptobereich im Verhältnis zu den aktiven IP-Adressen des Internets darstellt. Er betrachtete das als ein Modell für die Netzwerkadoption, ähnlich der Einführung einer neuen Technologie. Nachdem er die Daten übereinander gelegt hatte, stellte er fest, dass die Adoption neuer Technologien bestehende Netzwerke wie das Internet nutzen, dass die dann doppelt so schnell sind wie die bestehenden Netzwerke. Raoul macht darauf aufmerksam, dass das Internet eine enorme Bedeutung für uns alle hatte und die Adoption neuer Technologien jetzt sogar mit doppelter Geschwindigkeit stattfindet. Das heißt, Bitcoin weisen jährliche Renditen von etwa 150% auf, trotz mehrfach erheblicher Einbrüche. Raoul erklärt, dass es noch nie einen Vermögenswert mit einer solchen Adoptionsrate wie Bitcoin gegeben hat. Und wenn man annimmt, dass das Wachstum bis Ende 2025 weiterhin dem des Internet folgt, könnten wir 1 Milliarde Nutzer erreichen. Bis 2030 könnte sich diese Zahl auf 4 Milliarden Nutzer erhöhen. Das heißt, Kryptowährungen werden über das reine Investieren hinausgehen und als Grundlage für Transaktionen dienen. Aktuell hat der gesamte Kryptomarkt eine Bewertung von knapp 2,6 Billionen Dollar und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser in diesem aktuellen Bullenmarkt auf 10 bis 15 Billionen ansteigt, ist sehr, sehr hoch. Und das bedeutet für uns lebensverändernde Summen an Geld. Wenn man aber in die richtigen Altcoins investiert und wenn du das machst, kannst du durchaus 30, 50 oder 100x machen. Das funktioniert aber im Grunde genommen nur, bevor die heiße Phase des Bullenmarktes wirklich losgeht. Und Raoul prognostiziert, dass der Markt bis zum Jahr 2030 weiter wachsen und dabei die schnellste Vermögensakkumulation in der Menschheitsgeschichte darstellen wird. Das zeigt im Grunde genommen das enorme Potenzial von Kryptowährungen und natürlich auch Bitcoin. Und im Grunde genommen bedeutet das ebenfalls, dass es weit über ein einfaches Investieren hinausgeht. Raoul betont, dass man sich nicht in Überlegungen verlieren sollte. Viele Menschen überdenken die Situation und wissen nicht, ob sie handeln sollen, verpassen dadurch einfach enorme Chancen. Er empfiehlt daher, einfach zu halten. Die Kurse steigen, das ist das grundlegende Prinzip bei Kryptowährungen. Raoul merkt an, dass bestimmte Bitcoin-Besitzer ihre Anteile nie verkaufen. Das ist auch genau das, was ich immer sage. Verkaufe deinen Bitcoin nicht. Nutze Altcoins, um dein Geld zu verzehnfachen, verzwanzigfachen, verfünfzigfachen oder sogar um es zu verhundertfachen oder noch mehr. Nimm dann die Gewinne, die du daraus gemacht hast und reinvestiere einen Teil deiner Gewinne in Bitcoin. Lerne, in die richtigen Altcoins zu investieren und wenn du wissen willst, wie das Ganze geht, klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Dort erfährst du auch, in welche Kryptowährungen ich investiere. Du kannst auch an Krypto-Vorverkäufen mit teilnehmen. Im Grunde genommen ist das Ziel, finanzielle Freiheit durch Krypto aufzubauen. Handle jetzt, denn der Bullenmarkt dauert nicht mehr lange. So I discovered this chart back in 2020. And what it is the number of active wallets in crypto. Crypto.com measure this versus the, I guess, active IP addresses of the internet.
And I always thought, well, this is a network adoption model, the same kind of thing. It's an adoption of a technology. And I wonder what they look like. And I put them over each other. And what we found was that obviously, because the internet was the rails that already exists, the adoption of a new technology that uses those rails is faster. And it's actually twice the speed of the internet. So if you can get your heads around how big the internet was for all of us, this is happening at twice the speed. It's driven the fastest appreciation asset of all time. The compounded annual returns of, let's say, Bitcoin is about 150% a year, even with 80% drawdowns 4 times in the middle of it. We've literally never been given an asset like this with an adoption like this. And going forwards, if we just assume that the rate of growth just matches that of the internet from here until the end of 2025, we end up with 1 billion users. And if we extrapolate that out to 2030, we get to 4 billion users. So basically, this is a pervasive technology that's going to take over all of our lives in ways we don't really understand. It's not just going to be about investing in cryptocurrencies. It's just going to be the underlying rails of transactions. If the really important thing is, crypto right now is $2.7 trillion industry. It'll probably finish this cycle at $10 to $15 trillion. And by 2030 or so, it'll be $100 trillion, right? This is the largest, fastest accumulation of wealth in all human history. It's as simple as that. That's what that chart tells you. Now, what everybody does, and Howard, you explained, there is a bell curve. And you want to be on the left of the bell curve, which is actually the same as being the Jedi Master on the right of the bell curve. Everybody in the middle who overthinks it, it's simple. Number go up. That's the whole crypto thematic that you need to know. You can either do all the deep dive, and I must have done 10,000 hours on this, and I might be at the right side of the curve sometimes, but I don't mind being the left either. Just don't overthink it. The moment you overthink it, that's when you get yourself into trouble and you start not seeing it for what it is. You see it for what you want it to be. And listen, if you go to the ludicrous thing that Paul Tudor Jones mentioned a while ago, and Stan Druckenmiller talked about, is 80% of Bitcoin holders don't sell ever. Yeah. And it's the same with Ethereum, with the staking and everything else. So your actual supply is 20% plus the miners. The miners keep getting halved every 4 years. So you've got no supply. So that's 20% of the let's say of the entire asset class, 2.7 trillion, is actually available to buy. You bring something like an ETF and things go bananas. Und ebenfalls teilt Raoul Pell seine Beobachtungen über die Dynamik des Kryptomarktes und dessen unvergleichliches Wachstumspotenzial. Er erklärt, dass mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen auch deren Preise steigen, was ja auch logisch ist. Mehr Menschen in den Kryptomarkt kommen, die mehr Geld mitbringen und so weiter. Ein besonders eindrucksvolles Diagramm von Fidelity zur Risiko-Ertrags-Relation der Anlageklassen zeigt, wie Bitcoin alle anderen Anlageklassen weit übertrifft und als isolierter Punkt weit oben auf dem Diagramm erscheint. Für Raoul Pell symbolisiert dies eine ganz neue Anlageklasse mit einem Risikoertragsprofil, das es so in der Geschichte noch nie gegeben hat. I don't know if you guys have ever seen the chart from Fidelity about the risk reward of assets. It's brilliant. So there's this big white page, all Fidelity branded, and here's a cluster of all of here's the NASDAQ, and here's gold, and here's oil, and here's all of that. They're all clustered in the bottom. Then there's a blank page, blank page, blank page, blank page, blank page, dot, Bitcoin. It's a alien asset class. We have never, ever had an asset class with this risk reward over a long-term time horizon and this performance in all of human history. Right. If I'm right that this is the fastest, largest accumulation of wealth in all human history, right? If it goes to 100 trillion, to JC's point, this is the S&P is worth $50 trillion, or the US stock market, entire US stock, that's 100 years of accumulated value. It's mostly S&P, Raoul. Yeah, it is. It's 100 years of accumulated value, and we're going to double that in a decade. It's like, this is La La Land, right? The amount of money that's going to get made here is La La Land. This is the banana zone, gentlemen. Okay, so tell me what we're seeing. Cycle, this is the banana zone. So what happens at about this point in time, what we call crypto summer, we have this little
shuffle around the all-time highs, and then everything just goes bananas. So I don't care whether this is tomorrow or in a month's time, because to Phil's point, the number about to go up. And don't overcomplicate it. Everyone will overcomplicate this. They'll be looking at weekly charts, daily charts, hourly charts, tick chart. Just forget it. You should have a year plus to make a lot of money. This crypto market is the biggest gift retail investors have ever been given. Look, with moves like that, you don't need to be over cute. Again, you can buy the breakout. And sure, it might even retest that, but it'll be fine. Dass ein hypothetischer Anstieg des Bitcoin-Wertes auf 100 Billionen Dollar die schnellste und größte Vermögensbildung in der Menschheitsgeschichte darstellen würde. Aktuell befinden wir uns im Vergleich der gesamte US-Aktienmarkt, vor allem der S&P 500, ist aktuell auf 50 Billionen Dollar bewertet. Und das basiert auf einem Ergebnis von 100 Jahren Wirtschaftswachstum. Sollte Bitcoin diese Marke erreichen, würde dies bedeuten, dass der Wert des US-Aktienmarktes sich innerhalb von nur 10 Jahren verdoppeln könnte. Und Raoul spricht ebenfalls von einem Kryptosommer, der auf uns zukommt, einer Zeit also, in der sich der Markt um seine Höchststände herum bewegt und dann plötzlich in die Banana-Zone geht, also in die verrückte Phase, wo alles in eine rasante Aufwärtsbewegung übergeht. Und Raoul betont, dass es unwichtig ist, ob das dann morgen oder in einem Monat geschieht, denn langfristig werden die Preise definitiv steigen. Dein Rat ist daher, den Investitionsprozess nicht zu verkomplizieren, indem man ständig verschiedene Charts analysiert. Stattdessen sollten Anleger den einfachen Ansatz verfolgen, und zwar die richtigen Kryptos zu kaufen und zu halten, denn der Kryptomarkt bietet Privatanlegern eine historisch einmalige Chance. Nutze diese. Klicke auf den Link in der Beschreibung.